So Leute, wir befinden uns jetzt gerade beim Jardin Suspendus, wenn ich das richtig ausspreche, Leute. Jardin heißt ja Garten und wir befinden uns jetzt auch bei einem Garten. Leute, ich zeige euch jetzt mal diese schöne Sehenswürdigkeit. Das ist eigentlich mehr als ein Garten und ich muss mich noch an dieser Stelle korrigieren wegen vorhin, und zwar, ich wollte ja Monaco Village anschauen, aber Village ist das Ganze, was wir alles angeschaut haben, Leute, also dieser Garten und vorhin dieses Justizgebäude, das gehört alles zu Monaco Village. Es tut mir leid, wenn ich euch da verwirrt habe, weil ich bin auch zum ersten Mal in dieser Stadt. Ich kenne mich natürlich nicht aus und gut Französisch kann ich auch noch nicht, dass ich das alles verstehe. Aber ja, man sieht hier, wenn man das Ganze filmt, dieser Garten, und wir laufen jetzt gleich mal runter. Sieht man hier noch dieses Museum hier auf der rechten Seite. Und jetzt hat man einen guten Überblick über den Garten, den man hier sieht. Und das Glück ist auch noch, dass natürlich die Sonne scheint. Also sieht man es, dass es schön hell ist auf jeden Fall. Das ist sehr cool gemacht. Und natürlich hat man hier auch noch, wie überall anders, auch einen sehr guten Überblick auf das Meer. Richtig, richtig schön auf jeden Fall. Man merkt auch, dass es hier ein bisschen kühler ist, weil man natürlich in der Nähe ist vom Strand. Und jetzt sieht man hier diesen großen Platz. Und hier ebenfalls, wenn man hier... Genau, das ist der schöne große Platz. Und wenn man hier natürlich das Ganze anschaut, jetzt scheint natürlich schön noch die Sonne. Hier unten ist eben dieser Jardin Suspendus, wenn ich das richtig ausspreche. Und ja, ich muss sagen, es ist angenehm. Es windet ein bisschen, eben weil wir natürlich in der Nähe sind vom Strand und die Sonne scheint, also eigentlich gerade ein perfektes Wetter, nicht zu warm und nicht zu kalt. Es gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Und dann gibt es noch etwas, was ich euch zeigen möchte, und zwar, was ich auch sehr spannend finde. Sieht so aus, als ob das hier abgesperrt ist, aber man darf hier durchlaufen. Und zwar von früher, das ist vom Mittelalter, von früher, das ist ein altes Gefängnis. Da hat man früher Leute verhaftet. Die kamen dann hier in den Kerker, oder besser gesagt einfach ins Gefängnis. Sehr klein auf jeden Fall, wie das aussieht. Muss ja echt fürchterlich gewesen sein damals. Und hier sieht man ebenfalls nochmals den Garten, also diese Jardin Suspendus, oder wie man das richtig ausspricht, sieht man hier wieder. Wir gucken nachher gleich mal, ob man vielleicht sogar hier nach unten laufen kann, weil ich sehe, da unten kann man, hier ist eine Skateboard-Rampe hier unten. Von daher weiß ich nicht, ob man da runtergehen darf oder kann, aber wir schauen es dann gleich mal an, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ja, das wollte ich euch zeigen, dann würde ich sagen, werde ich euch weitere schöne Dinge zeigen. Tatsächlich, Leute, man kann hier runtergehen. Man sieht jetzt hier von näherer Perspektive, sieht man jetzt hier diesen Garten hier. Und das ist natürlich noch nicht alles.
Denn das Coole ist auch noch, man kann hier auch noch runtergehen. Das finde ich richtig cool. Jetzt können wir hier runterlaufen. Dann sehen wir noch einmal da oben dieses Museum einmal. Und von hier haben wir dann wieder den Ausblick auf den Strand. Schaut euch mal diese Klippe hier an. Und dieses Wasser hier. Richtig schön, wie man das Ganze hier beobachten kann. Hier wird anscheinend noch irgendwas gebaut oder gemacht, keine Ahnung, so wie es hier aussieht mit diesem Baugerüst. Und ja, hier geht es ebenfalls noch weiter. Hier unten gibt es ein Parkhaus, krass. Ich gehe jetzt mal hier weiter nach vorne. Dann sehen wir auch noch von dieser Seite hier das Wasser, hier unten. Sieht man hier diese Klippe hier, vielleicht noch ein bisschen genauer, wenn ich jetzt hier rüber laufe. Und hier nochmals der Garten. Oh, hier kann man auch noch runtergehen, habe ich gar nicht gewusst. Krass. Krass, 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 wie groß das alles hier ist. Ich glaube, ich werde gar nicht mehr fertig mit Filmen. Ich werde gar nicht mehr fertig mit Filmen, Leute. Es gibt so viele Sachen zu sehen. Sehen wir hier nochmals den Garten. Hier oben war ich ja vorhin, als ich gefilmt habe, wo ich euch dieses Gefängnis von früher gezeigt habe. Hier sieht man es, hier oben. Und jetzt kann ich hier weiter entlang laufen. Ups, hier geht es nicht entlang. Aber auf dieser Seite geht es entlang. Ich laufe jetzt gleich mal hier auf diese Seite. Jetzt sieht man nochmals das Wasser hier. Schaut euch mal diese Klippen an. So, jetzt sieht man das reine Meer. Jetzt sieht man es. Und hier vorne ist noch ein Boot von weitem. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gerade im Video sieht. Ich kann nicht mit der GoPro zoomen während dem Video, das ist das Problem. Und hier die Sonne natürlich. So. Ja, das ist der Garten und ich habe ja erwähnt, dass es hier unten eine Skateboard-Rampe gibt und die ist hier. Ich kann natürlich kein Skateboard fahren, von daher werde ich diese Rampe auch nicht benutzen. Aber ja, hier können wir dann auch gleich mal entlang laufen von hier unten. Jetzt sieht man hier schön die andere Seite hier, das Meer und hier drüben ist wieder Land. Einfach bombastisch. Hier der Garten von näherer Perspektive wieder. Und da kann ich leider nicht mehr weiter rübergehen. Ich weiß zwar nicht, ob diese Türe hier offen ist, aber nee, wir lassen es besser. Wir bleiben hier. Hier noch eine Möwe, sehe ich gerade. Eine schöne Möwe. Wenn ich hier weiter näher gehe, vielleicht seht ihr sie auch. So. Ne, man sieht es nicht so gut. Ja, aber richtig toll, was man hier alles sieht. Ich bin begeistert. Echt, muss ich sagen. Vor allem, das Wetter ist einfach herrlich schön und warm. Das ist auch noch das eine, was dazu kommt. Und ja, dann schaue ich jetzt mal, wo man hier noch eine Treppe weiter hinuntergehen kann.
dann werde ich diesen Abschnitt dann auch gleich mal filmen. Wir sind jetzt gerade nach unten gelaufen, eine Treppe nach unten, weil ich euch das da unten auch noch zeigen möchte. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Wie man es natürlich aus der Kindheit kennt, eine Popcornmaschine, ey. Unglaublich, schaut euch mal das an. Das ist übrigens eigentlich ein Parkhaus, aber wir mussten ja hier runterlaufen, damit ich euch ja natürlich das Ganze hier zeigen kann vom unteren Stockwerk. Ich zeige euch das gleich mal. So sieht es aus. Das ist das Parkhaus, Leute. Hier befinden sich Busse, Motorräder, Autos. Einfach unfassbar. Schaut euch mal das an. Jetzt sieht man es natürlich von näherer Perspektive. Die Klippe und natürlich dieses Wasser. Diese ganzen Wellen hier, wo man sieht. Jetzt hört man es natürlich auch mehr. Was richtig cool ist. Ich laufe hier mal herum. So. So sieht das Ganze aus. Ich mache jetzt genau dasselbe Spiel wie vorhin und zeige euch jetzt mal das Ganze. Das Coole ist, man sieht es jetzt eben von näherer Perspektive sehr scharf. Das gefällt mir. Und Fahrräder hat es hier, wie ihr seht, Busse, Motorräder. Das ist einfach ein Parkhaus. Richtig toll gemacht. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, aber irgendwie auch witzig und cool. Ein Parkhaus mit Aussicht auf das Meer. Also hier ist das Meer und da oben das Parkhaus. Spannende Mischung irgendwie. Also einfach spannend, wie sie das gebaut haben. Einfach hier, einfach so ein Parkhaus und hier einfach der Strand. Ich finde das einfach so sensationell irgendwie. Richtig cool, wie das hier alles aussieht. So, jetzt sind wir dann gleich, glaube ich, am Ende wieder. Hier vorne endet es. Hier dieses Schiff, vielleicht sieht man es jetzt besser. Hier dieses Schiff. Ich weiß nicht, ob man es jetzt besser sieht, aber wahrscheinlich sicher besser als vorhin. Ich fühle mich wie in einem Labyrinth, ganz ehrlich. Man kann hier einfach überall durchlaufen. Wie in einem fucking Labyrinth. Einfach so eine spannende Kombination. Ein Parkhaus links und rechts einfach das Meer. Einfach unfassbar. Ich glaube, so etwas gibt es auch nur hier. So. Hier sieht man es jetzt besser, das Parkhaus. So sieht das Ganze aus. Ich laufe jetzt mal ein bisschen mehr hier nach vorne, damit man es besser sieht. So sieht das aus. Also wenn jemand mal ein Wohnmobil, gut, Wohnmobil weiß ich nicht, aber wenn jemand mal mit einem Autobus kommt oder einen Autobus mietet, hier hat es Parkplätze, Leute, wenn ihr hier Ferien machen wollt. Einfach, dass ihr natürlich Bescheid wisst. Aber ja, sowas kann man sich ja gut vorstellen, wenn man ja den Namen Monaco hört. Für das ja alles so Luxus sein sollte, sollte man ja irgendwie damit rechnen, dass es auch sowas gibt. Aber trotzdem rechnet man ja nicht mit sowas, weil man ja nie weiß, wo es solche Parkplätze für einen Autobus oder für größere Mobile gibt. Aber ja, jetzt habe ich zum Beispiel ein Parkhaus gefunden. Also nächstes Mal, wenn man mit einem größeren Mobil kommt, weiß man, wo man parken kann. So, jetzt sieht man hier die Klippe, auch von näherer Perspektive. Und hier ebenfalls nochmals das Wasser jetzt. Oh, man kann hier noch ein Flieger, ein Hubschrauber. Man kann hier nochmals eine Treppe runter. Wie geil ist das denn? Wie cool ist das bitte schön?
So, hier die Klippe, wie ihr seht. Man kann hier jetzt weiter geradeaus laufen oder man kann hier nach unten gehen. Mit einem Hund darf man nicht hier runter, das ist so leider. Diese schmalen Treppen überall. So, ich gehe jetzt mal hier nach unten. Schaut euch das an. Ist das nicht fantastisch? Oh mein Gott. Am liebsten jetzt noch die Badehose anziehen und schwimmen gehen. Im Dezember, Leute, das wäre zu crazy. Ich glaube, jetzt wäre das Wasser viel zu kalt. Schaut euch mal das an. Wie wunderbar. Wie wunderbar ist das? Ich muss ganz ehrlich sagen, man weiß, dass Monaco ein schöner Ort ist und dass es nicht nur Luxus gibt, aber dass es sowas gibt, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Also man unterschätzt manche Länder und manche Städte, unterschätzt man einfach. Es ist so crazy und verrückt, was man hier alles sieht. So, ich gehe jetzt für euch und auch weil es mich interessiert, noch weiter nach unten. Schaut euch mal diese schönen Wellen an und das schöne Rauschen vom Wasser. Und jetzt sieht man natürlich die Klippen perfekt. Perfekt sieht man jetzt alles. Ich gehe jetzt mal für euch bis hier runter. Ich muss nur aufpassen, dass meine Schuhe nicht nass werden. Oh mein Gott. Es ist einfach so unfassbar cool. Wow. Schaut euch mal an, meine Schuhe sinken richtig ein in diese Steine. Alter Schwede. Hier dieser schöne Sand. Schaut euch mal das an. Ein perfekter Ort, um ein Selfie zu machen. Wirklich ein perfekter Ort. Da muss man einfach ein Selfie machen. Und hier nochmals diese Klippe mit diesen Löchern dazwischen. Ach du heilige Scheiße, ey. Ich gehe jetzt mal auf diese Steine hier. So. Jetzt sieht man es vielleicht ein kleines bisschen besser. Mit dieser schönen Möwe, die hier drauf sitzt. Einfach nur geil. Einfach mega, mega, mega cool.
Leute, ihr wisst nicht, was ich gerade gefunden habe, das sieht man auch nicht überall. Und zwar hier in der Nähe von diesem Hafen. Schaut doch mal, was wir gefunden haben. Einfach einen Boxsack, Leute. Alter Schwede. Oh, der ist richtig hart, dieser Boxsack, Mann. Alter Schwede, Mann. Box-Action, Alter. Boxing-Action. Live bei Maxstar. Alter, wie geil. Ich fühle es einfach. Hier einfach die Stadt, Leute. Hier drüben. Und der Hafen. Und hier einfach so aus dem Nichts einen Boxsack. Ich finde es einfach sensationell. Wie geil, Alter. Wie geil. Schaut mal, was es hier in Monaco auch noch gibt, Leute. In Deutschland würde man, glaube ich, sagen Kirchweihfest und in der Schweiz Knabenschießen. Das ist wie das Knabenschießen hier in Monaco, aber ich glaube, das ist das ganze Jahr hier. Ich bin mir nicht sicher, aber ihr seht es auf jeden Fall. Ich laufe da ein bisschen weiter nach links, damit man noch ein bisschen mehr sieht. Ihr seht diese Bahnen hier. Aber da werde ich jetzt natürlich nicht anstehen und werde ich natürlich jetzt nicht drauf gehen, weil ich meine, das Ganze kennen wir ja auch aus der Schweiz und überall anders vom Knabenschießen, deswegen lasse ich das. Ich wollte es einfach euch zeigen, dass ihr das natürlich auch seht, weil cool ist es natürlich nämlich schon, dass es sowas hier auch gibt. Muss ich schon sagen, finde ich echt cool. Jetzt sieht man es, wie sich diese Bahn bewegt. Richtig nice, Alter.
Leute, obwohl ich gesagt habe, dass ich nicht hier hinkomme, bin ich jetzt trotzdem hier hingegangen, Leute. Und zwar aus folgendem Grund. Und zwar gibt es etwas Leckeres zum Dessert, nämlich Churros, Leute. Wie immer natürlich, einfach köstlich, diese Churros. Richtig, richtig nice. Deshalb, weil ich mir etwas gönnen wollte, sind wir hier hingegangen. Man sieht hier gibt es noch anderes, was man sehen kann. Ja. So Leute, jetzt auf dem Rückweg, was ich euch noch sagen wollte, wir müssen wieder Treppen laufen. Schaut euch das an. Und ich glaube nicht, dass es die einzigen Treppen noch sind. Es sind sicher noch mehr Treppen, die wir hinochlaufen müssen. Puh. Hier oben seht ihr dieses rote Gebäude. Und jetzt sind wir hier angekommen. Aber wir müssen noch weiter nach oben. So. Haben wir gleich geschafft. Puh. Aber okay, Fitness brauche ich auf jeden Fall keins mehr für diese Woche. Nach so viel Mal Treppenlaufen haben wir genügend Sport gehabt für heute und für die nächsten Tage. So, jetzt sind wir hier und wir haben, glaube ich, noch einige Minuten, bis wir dann wirklich an unserem Ort sind. Hier sieht man schon ein bisschen, ich kann es euch gleich mal zeigen. Hier, wenn man ganz rechts schaut, hier oben, dieser blaue Turm, dieses Apartment, dieses befindet sich in der Nähe von unserer Wohnung. Und das heißt, wir haben noch ein paar Minuten und sicherlich noch ein paar Treppen vor uns. Aber ich hoffe, dass wir den Rolltreppen wieder begegnen. Dann können wir schön hochfahren, statt dass wir alles hinauflaufen müssen. Ja, also Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich nachher wieder, wenn ich im Apartment bin. Bis nachher. So, wir sind wieder zurück in unserer Wohnung. Ja, das soll es auf jeden Fall gewesen sein für diesen ersten Tag hier in Monaco. Aber wir sehen uns nachher nochmals, Leute, denn wir haben jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, 16:35 Uhr und später werden wir dann auch noch Abendessen gehen. Und ich möchte euch natürlich die Stadt
Also besser gesagt, die Umgebung möchte ich euch am Abend zeigen, wenn es dunkel ist, weil wenn alles leuchtet, sieht es auch richtig schön aus. Ich kann euch gleich jetzt mal beim Sonnenuntergang, kann man jetzt ein bisschen sehen, gehe ich jetzt mal auf den Balkon, dann seht ihr hier, wenn ich das Ganze hier filme, hier seht ihr den Sonnenuntergang, den habe ich gestern, als wir angekommen sind, habe ich auch schon gesehen. Mega schön, das Ganze zu beobachten. Und ja, am Abend sehen wir uns dann wieder, dann werde ich euch natürlich die Umgebung zeigen, wenn es natürlich dunkel ist, wenn alles leuchtet, sieht es natürlich auch mega schön aus. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Bis dann! So Leute, wir haben jetzt abends, so sieht es natürlich am Abend aus. Ich filme für euch mal das Ganze. Hier ist jetzt dieses große Apartment, wie ihr hier sehen könnt. Man sieht es jetzt nicht ganz, weil wir hier natürlich gerade am Runterlaufen sind. Aber ja, so sieht es auf jeden Fall am Abend aus, hier in Monaco. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Ich werde euch natürlich viel mehr zeigen. Ja, wie ihr natürlich gesehen habt, als es noch hell war, sind wir natürlich einige Treppen hochgelaufen. Aber das waren nicht alle Treppen, die ich euch gezeigt habe. Wir mussten noch mehr Treppen hinauflaufen. Aber es gibt anscheinend einen Weg hier, wie wir jetzt herausgefunden haben, wo wir nicht die Treppe hinauflaufen müssen. Es ist einfach natürlich ein bisschen steil hier, aber nicht allzu steil. Auf jeden Fall angenehmer als die ganzen Treppen hinauf zu laufen, ist es natürlich schon. Aber ja, auf jeden Fall ein schöner Weg hier, wie ihr sehen könnt. Am Abend sieht es hier auch richtig nice aus. Hier sind wir ja schon heute Morgen durchgelaufen. So sieht jetzt das Ganze natürlich am Abend aus. Und ja, ich würde sagen, ich werde euch gleich mal weitere Teile von der Stadt oder vom Bezirk besser gesagt zeigen, wie es natürlich am Abend aussieht. Denn wir gehen jetzt natürlich auch noch irgendwo hin. Das werde ich euch dann gleich nachher sagen. Mehr dazu. Und ja, ich würde sagen, bis nachher wieder. So, jetzt seht ihr das Apartment besser als natürlich vorhin. Und man sieht auch die anderen Wohnungen, wie es natürlich leuchtet jetzt am Abend. Richtig, richtig schön auf jeden Fall, muss ich sagen. Wir sind ja heute Morgen, wie gesagt, schon diese Straße hinuntergelaufen und jetzt laufen wir natürlich ebenfalls diese Straße hinunter und bin gespannt, ja, wie es jetzt am Abend hier ist. Ich meine, ich habe es ja gestern, als wir hier angereist sind, schon erlebt, aber wie es natürlich jetzt heute ist und wo es natürlich heute entlang überall geht, das werdet ihr natürlich sehen. Also bis gleich wieder. Yeah.
vielleicht manche von euch erkennen konnten, bin ich jetzt hier beim bekannten Casino Monte Carlo, Leute. Ich wollte euch natürlich das ganze Gebäude von außen natürlich zeigen. Hier ist natürlich noch so ein großer Springbrunnen, der gerade nicht läuft, wie man hier sehen kann. Und dieses Gebäude natürlich hier, wo ich vorhin schon gezeigt habe, hier vorne. Und hier links ist das Casino natürlich, wie man gerade sieht, also der Eingang. Ich wollte euch natürlich kurz mitteilen, dass ich drinnen nicht filmen darf und es auch nicht machen würde, wenn es erlaubt wäre, weil ich unterstütze sowas nicht und deshalb werde ich natürlich auch nicht drinnen filmen. Selbst wenn es erlaubt wäre, würde ich es natürlich nicht tun, weil ich will natürlich nicht Leute dazu motivieren, etwas Schlechtes natürlich zu tun, damit sie natürlich spielsüchtig werden, weil ich meine, wir haben schon genügend Leute auf der Welt, die natürlich ihr Leben kaputt gemacht haben wegen Spielsucht und deswegen möchte ich natürlich niemandem sowas antun und deswegen, selbst wenn es erlaubt wäre, ich tue es auf jeden Fall nicht und ich denke auch nicht, dass es erlaubt ist zum drinnen filmen, einfach, dass ihr natürlich diese Sehenswürdigkeit von außen gesehen habt, weil das ist ja auch etwas, was es natürlich in Monaco gibt, deswegen dachte ich, weil es Abend ist und ich euch natürlich zeigen möchte, wie Monaco am Abend aussieht, habe ich euch das Ganze im Video gezeigt, diese letzten Clips, die ich natürlich alle gezeigt habe im Video und wo ich gesprochen habe. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der Unterkunft später natürlich wieder. Und jetzt werden wir natürlich reingehen ins Casino. Ich werde natürlich nur schauen, spielen werde ich nicht. Ich möchte einfach nur schauen, wie es natürlich drinnen aussieht. Und ja, dann würde ich sagen, bis später. Da bin ich wieder, Leute, zurück in der Unterkunft. Ja, wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Wir haben jetzt 15:48 Uhr genau gesagt. Ich hoffe, dass euch natürlich das Ganze gestern gefallen hat, wo ich gestern am Abend gefilmt habe, wie es aussieht in Monaco, wenn es natürlich dunkel ist. War auf jeden Fall mega schön, auch mit der ganzen Beleuchtung, wo man natürlich gesehen hat. Wir sind ja bis zum Casino gelaufen, wir sind nachher ins Casino gegangen. Ich habe natürlich nicht gespielt, einfach, dass ihr natürlich Bescheid wisst. Ich habe nur natürlich das Ganze angeschaut. Und eben, man durfte, glaube ich, drinnen auch nicht filmen und ich hätte es natürlich auch nicht getan, wie ich es gestern erwähnt habe, weil ich kurz gesagt sowas natürlich nicht supporte. Aber dafür, Leute, könnt ihr euch freuen, was im nächsten Video kommt, denn das war natürlich noch nicht alles. Ihr werdet es sehen, es gibt eine Überraschung. Dafür, dass ich natürlich jetzt nicht das Casino gefilmt habe, gibt es etwas viel Gesünderes und Cooleres. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, was natürlich im nächsten Video kommt, denn die Ferien sind noch nicht vorbei. Ihr könnt euch auf etwas sehr, sehr actionvolles freuen, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Also, ihr werdet es im nächsten Video dann erfahren, besser gesagt im nächsten Vlog. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und ich wünsche euch einen schönen Tag oder schönen Abend, was auch immer bei euch ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn es soweit ist. Also haut rein und ciao, ciao!